Hallo, Servus, grüß euch. Heute werdet ihr die Geschichte von der Verwandlung hören. Heute schauen wir uns an die Geschichte von der Verwandlung. Die Verwandlung ist ein kurzes Buch, das ist kein langes Buch, das ist ein kurzes Buch von dem Schriftsteller Franz Kafka. Franz Kafka ist der Autor, der Schriftsteller von dem Buch. Und hier sehen wir ein paar der Hauptfiguren aus dem Buch. Zum Beispiel, das ist die Schwester Greta, das ist die Mutter von Gregor. Gregor spielt die Hauptrolle, also die Hauptperson, die Hauptfigur, der Hauptcharakter in diesem Buch ist der Gregor Samsa. Und das ist sein Vater. Okay, Vater von Gregor, Mutter von Gregor, Schwester Greta von Gregor. Und das ist das Haus oder das Dienstmädchen. Und eines Tages in der Früh, am Morgen, wacht der Gregor auf und er findet, er ist zu einem Ungeziefer, zu einem Käfer verwandelt. Er ist kein Mensch mehr, keine Person mehr, er ist ein Käfer. Und er denkt, ach, das kann nicht wahr sein, das kann nicht real sein, das kann nicht wahr sein. Ich bin als Person eingeschlafen und als Käfer aufgewacht. Ich weiß, ich habe es. Ich glaube, ich schlafe noch. Ich glaube, das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Also, ich lege mich wieder hin. Ich lege mich wieder hin. Das denkt sich der Gregor. Ich lege mich wieder hin und ich schlafe. Und wenn ich aufwache, bin ich wieder Mensch. Gut, der Gregor legt sich hin und er hofft, dass wenn er aufwacht, er ist wieder Mensch. Er hofft, dass wenn er aufwacht, er wieder Mensch ist. Gut. Und dann hört der hört ein Klopfen an der Tür. Es ist die Schwester und die Schwester sagt, Gregor, du hast dich verschlafen, es ist schon spät, du musst aufstehen und in die Arbeit gehen. Du musst aufstehen und in die Arbeit gehen. Es ist schon spät und er schreckt sich wieder und er sagt, ja, ja, okay. Und die Schwester sagt, Gregor, komm schon, Gregor. Und er ist noch Ungeziefer, er ist noch Käfer, er ist immerhin, der Gregor ist noch immer ein Käfer, er ist kein Mensch mehr. Und die Schwester sagt, Gregor, du wirst den Zug verpassen. Du hol schnell deine Sachen, hol deine Koffer, hol deine Sachen, Entschuldigung, und fahr jetzt weg. Fahr jetzt weg, du wirst dich schon sonst verspäten. Entschuldigung, ich habe husten müssen. Ich musste husten. Auf jeden Fall, die Schwester sagt, komm Gregor, du wirst den Zug verpassen. Du verpasst den Zug. Bitte hol deine Sachen, deine Koffer und fahr in die Arbeit. Geh in die Arbeit jetzt. Und der Gregor sagt, ich komme, ich komme. Er geht an die Tür, er nimmt den Türhenkel in den Mund, er nimmt den Türhenkel in den Mund und er macht die Tür auf. Er macht die Tür auf. Na, er macht die Tür zu. Nein, er macht die Tür nicht auf, er macht die Tür zu. Die Tür war vielleicht ein bisschen auf und er macht die Tür zu. Und er geht wieder ins Bett. Der geht wieder ins Bett. Und was macht er? Er schläft wieder ein. Aber dann kommt der Herr Prokurist von der Firma. Also der Gregor arbeitet bei der Firma von seinem Papa, von seinem Vater und sein Chef, der Prokurist von der Arbeit, er steht jetzt vor der Tür. Gregor, du kommst jetzt aus dem Zimmer heraus, sofort an der Stelle. Er sagt, du hast Geld von der Firma gestohlen, du hast böse Sachen in der Arbeit gemacht und du wirst entlassen. Du wirst entlassen. Das heißt keine Arbeit mehr, wenn du nicht aus dem Zimmer herauskommst. Und der Gregor, der kann sich das nicht vorstellen. Der kann sich das nicht vorstellen. Er denkt, ach, ich könnte meinen Job, ich könnte meine Arbeit verlieren.
Mein Chef nimmt mir den Job, die Arbeit weg und dann hat meine Familie überhaupt kein Geld mehr und die Mutter wird weinen und sie wird traurig sein und meine Schwester wird traurig und mein Vater wird wütend. Vater wird wütend und böse und ich werde keine Arbeit haben. Und der Gregor hat Angst. Und er sieht, der Vater ist wütend, die Schwester ist traurig und die Mutter, sie weint schon. Die Mutter weint schon. Sie ist sehr traurig. Ja, und der Gregor, er ist noch Käfer. Der Gregor ist noch immer ein Käfer. Er ist noch immer ein Ungeziefer. Und er geht an die Tür, er nimmt den Türhenkel in den Mund und er macht die Tür auf. Und dann kommt der Chef ins Zimmer. Und der Chef, er ist nicht mehr wütend, er hat Angst. Er schreckt sich. Der Chef erschreckt sich und er hat Angst. Und der Gregor versucht mit ihm zu sprechen. Der Gregor, er will mit dem Chef sprechen, aber es kommt nur. Der Gregor, er kann nicht mehr sprechen. Er kann nur so Geräusche machen. Er kann nicht mehr sprechen. Und der Chef kriegt Angst und er läuft weg. Der Chef läuft weg. Er rennt davon. Er läuft davon weg, weil er Angst hat. Und der Gregor, er schaut aus dem Fenster. Und der Chef, er läuft weg. Der Prokurist von der Firma, vom Vater, vom Gregor, läuft davon. Er rennt weg, weil er Angst hat. Und dann geht der Gregor die Stiegen runter zu seiner Familie. Und die Familie, also der Vater, die Schwester und die Mutter, sie stehen alle unten. Und der Gregor kommt. Aber sie haben alle Angst vor ihm. Und der Vater, er geht auf den Gregor mit der zusammengerollten Zeitung. Und was tut er? Was macht er dann? Er schlägt den Gregor auf den Kopf. Er schlägt den Gregor auf den Kopf. Und das tut weh. Das schmerzt, das tut weh. Und Gregor, was macht er? Er läuft davon. Er läuft die Stiegen rauf. Der Gregor, er läuft die Stiegen rauf. Er läuft davon weg. Und der Vater, er tritt den Gregor mit dem Fuß. Er tritt den Gregor mit dem Fuß ins Zimmer. Er tritt den Gregor mit dem Fuß ins Zimmer. Und der Gregor, was macht er? Der Gregor, er versteckt sich unter dem Bett. Unter dem Bett versteckt er sich. Der Gregor versteckt sich unter dem Bett. Okay, was passiert dann? Schauen wir mal, was passiert. Später, wenn es dunkel ist, wenn es schon Nacht ist, kommt die Schwester, die Greta, kommt zum Gregor wieder und bringt ihm Milch und Brot zum Essen und zum Trinken. Brot zum Essen und Milch zum Trinken. Der Gregor ist glücklich, er freut sich, aber die Milch schmeckt ihm nicht gut. Die Milch schmeckt ihm nicht gut und das Brot schmeckt ihm auch nicht gut. Er kann die Milch nicht trinken und er kann das Brot nicht essen. Und er versteckt sich, er kriegt unter das Bett und versteckt sich. Er kriegt unter das Bett und er versteckt sich. Gut, am Tag drauf, kommt die Schwester wieder. Die Greta, die Schwester, sie kommt wieder und was bringt sie? Sie bringt verschimmeltes Brot mit Schimmel und abgestandene, abgelaufene Milch, also schlechte Milch und schlechtes Brot. Alte Milch und altes Brot. Und sie gibt dem Gregor die alte Milch und das alte Brot und er freut sich. Yippie, juhu, er freut sich so richtig, weil die Sachen verfault sind. Sie sind schon verrottet, sie sind verfault, sie sind schon verdorben. Und der Gregor, der ist glücklich. Der Gregor, er ist glücklich. Er schaut aus dem Fenster und er ist glücklich. Und am nächsten Tag kommt die Schwester schon wieder und sie bringt wieder verschimmeltes Brot und abgelaufene Milch. Aber die Schwester sieht, wie
der Gregor an der Decke klettert. Also der Gregor, er kann die Wände hochkriegen und er kann auch an der Decke klettern und herumkriechen, an der Decke oben. Und die Schwester sieht das, sie sieht das. Ja, und dann hat die Schwester eine Idee. Die Schwester sagt der Mama, komm, wir holen die Sachen, wir holen zum Beispiel diesen Kasten aus seinem Zimmer heraus. Aha. Wir holen den Kasten aus dem Zimmer heraus, wir holen das Bett aus dem Zimmer heraus, damit der Gregor mehr Platz hat. Also der Gregor, der kann sowieso hochklettern und herumklettern an die Wände und an der Decke oben klettern. Er kann überall klettern. Und wenn wir die Sachen herausholen, wenn wir die Sachen heraustragen, kann der Gregor besser umgehen. Er hat mehr Platz. Er hat mehr Platz. Und das ist gut für den Gregor. Also die Mama und die Schwester, sie holen die Sachen. Aber das gefällt dem Gregor nicht. Er mag das nicht. Weil also das Bett und der Kasten und die verschiedenen Möbelstücke, sie zeigen ihm, dass er ein Mensch ist, dass er eine Person ist. Und wenn die Sachen weg sind, dann weiß er nicht mehr, dass er eine Person ist. Das sind Erinnerungsstücke an sein bisheriges Leben eigentlich. Und er fühlt sich noch als Mensch und er möchte die Sachen behalten. Er möchte das Bett behalten und die Möbelstücke behalten. Und das ist ihm wichtig. Ja, deswegen kriegt er zu einem Bild. Das ist ein Bild hier. Das ist ein Bild. Nicht ein Foto, sondern ein Porträt einer Dame. Und er sitzt auf dem Bild, weil er das Bild behalten will. Er will das Bild behalten. Und die Mama, sie sieht den Gregor. Die Mama sieht den Gregor und was passiert? Was passiert dann? Was geschieht dann? Was passiert? Schauen wir mal. Die Mama, sie fällt in Ohnmacht. Sie sagt, sie wird ohnmächtig. Die Mama wird ohnmächtig. Und sie fällt, ohnmächtig und fällt in Ohnmacht. Und dann kommt die Schwester, Gregor, und sie ist böse, sie ist wütend. Die Schwester ist böse, sie ist wütend. Und der Gregor, er versucht wegzulaufen, er läuft weg, er rennt die Treppen runter, die Stiegen da, er läuft die Treppen, die Stiegen runter und der Papa, er kommt und er findet die Mutter und er ist auch schockiert. Der Papa ist schockiert, die Greta, die Schwester ist böse, ist wütend und die Mutter, sie liegt am Boden, sie liegt unten am Boden in Ohnmacht, ohnmächtig. Und der Papa, er holt einen Apfel und er schmeißt den Apfel auf den Gregor. Und der Apfel trifft den Gregor am Rücken. Der Apfel trifft den Gregor auf dem Rücken und bleibt. Der Apfel bleibt da hängen, bleibt da stecken. Mhm. Und der Apfel, er verrottet. Und er verfault. Verfault, verdirbt oben auf dem Rücken vom Gregor. Auf Gregors Rücken. Und alle sind wütend. Die Greta, die Schwester von Gregor ist wütend. Meine Maus geht schon wieder super. Die Schwester von Gregor ist wütend. Die Mama von Gregor ist wütend. Der Papa von Gregor ist auch wütend. Sie gehen weg und der Apfel, er verfault, er verrottet noch, gell? Und er stinkt. Also ein verfaulter Apfel liegt an seinem Rücken und der stinkt. Und es tut auch weh, es schmerzt. Und der Vater sagt, gut, ich hoffe, dass er stirbt. Ich
Ich hoffe, dass mein Sohn, der Gregor, stirbt. Von dem Apfel. Mhm. Und was passiert? Was ist tatsächlich passiert? Der Gregor, der Gregor stirbt. Schrecklich, furchtbar. Das ist eine sehr schlimme Geschichte. Der Gregor ist tot. Das ist traurig. Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Tschüss.